Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und heute bei mir zu Gast ist Christine Pinto, die seit vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen im Qualitätsumfeld gearbeitet hat, aktuell dazu auch ein eigenes Startup dazu leitet und mit unfassbar viel Leidenschaft und Energie in dem Thema Qualität und Test zu Hause ist. Das merkt man sofort, wenn man mit ihr spricht oder sie auf der Bühne sieht oder hier im Podcast. Mit ihr habe ich über das Thema Karriere als QA gesprochen. Wie können wir als Tester eigentlich unseren Wert, unseren Beitrag in ein Projekt verkaufen, wenn wir im Vorstellungsgespräch sind, wenn wir Projekte akquirieren? Worauf kommt es da eigentlich wirklich an? Welche Fragen kann man stellen? Wie kann man die Menschen abholen und seinen Wert da rüberbringen? Lasst euch inspirieren. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben uns ja in Istanbul kennengelernt, ne? Wir mussten erst nach Istanbul reisen auf eine Konferenz, um einen persönlichen Kontakt zu haben, ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen. Erst mal nach Osten reisen, um die Leute, die man eigentlich direkt nebenan hat, mal kennenzulernen, durch den zu machen. Aber dafür sind ja auch Konferenzen da, oder? Um man sich mal persönlich kennenzulernen, nicht immer nur digital miteinander zu kommunizieren. Ja, genau, so ist es. Und du bist ja in der Software-Test-Community, in der Software-Qualitäts-Community ja auch sehr umtriebig. Deswegen finde ich es auch sehr schön, dass du heute hier bist. Quirlst ja immer vor Ideen und Inspirationen und Modellen und Möglichkeiten und Strategien. Ja, und drum heute hier. Das finde ich ganz klasse. Und wir haben so ein bisschen überlegt, worüber wollen wir sprechen und was ist auch so jetzt gerade so ein Thema, was dich so auch bewegt. Und da sind wir so auf das Thema gekommen, ja, der Tester als Job, na, wie kann ich mich da eigentlich entwickeln, was sind so die Pain Points und so. Ja, wie kommst du denn überhaupt auf das Thema? Wie ist dir denn das zugefallen jetzt oder warum beschäftigst du dich da gerade damit? Ja, wie du schon sagst, ich bin halt auch viel in den Communities unterwegs. Ich bin ja auch Teil der Ministry of Testing Community, bin da ja auch ein Botschafter und habe auch generell viel mit Testern zu tun, ja auch im Rahmen, weil ich ja jetzt mein eigenes Business auch habe, wo wir ja auch quasi etwas für Tester und von Testern produzieren. Rede ich halt schon viel mit Testern, habe schon früher immer ganz viel und jetzt wirklich auch beruflich quasi auch noch mehr und Teil der Community. Und eins der Dinge, die halt wirklich immer wieder kommt in den letzten, ich würde sagen, halbes Jahr, ich würde sagen schon 'n Jahr auch schon, ist immer dieses Jobs, hey? Es sind viele Leute, gerade auch nach dem Covid-Boom, wo ja viele Leute eingestellt worden sind und dann einfach auch viele Leute entlassen worden sind, ist einfach schwieriger auch geworden, Jobs zu finden, weil es einfach auch jetzt noch der AI-Boom, viele Leute sagen, wir werden ersetzt und wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Dann sagen mir auch ganz viele: „Okay, muss ich jetzt Programmieren lernen?", obwohl ich ja eigentlich sehr gut in Teststrategien bin. Und da ist mir auch einfach aufgefallen, dass da viele Mythen halt auch sind. Viele Mythen, die einerseits auf der Seite des Testers sind, aber auch viele Mythen auf der Seite der Businesses. Also ich habe mich ja selber auch viel beworben. Ich habe ja auch, ich glaube, ich bin durch 8, 9 Companies über die 18 Jahre gegangen ja auch und weiß halt auch selber in den Erfahrungen, die ich hatte in den Interviews, dass die Geschäfte meistens selber gar nicht wissen, was die wollen. Die denken halt, okay, der Tester ist halt da, um nur die Fehler zu finden, aber dafür sind wir ja eigentlich gar nicht da. Und ich glaube, es ist halt mal gut, darüber zu sprechen, um einerseits, wenn jetzt irgendein Geschäft zuhört, die Tester einstellen wollen, ein bisschen zu lernen, okay, was muss ich eigentlich wirklich beachten? Aber was viel wichtiger ist, dass wir als Software-Tester halt auch erkennen müssen, die Power, die wir haben und das Wissen, was wir haben. Wir sind nicht nur da, um Fehler zu finden. Wir sind nicht nur da, um alles runter zu testen, wie so ein Regressionstest. Nee, wir sind auch da, um Strategien zu machen. Wir sind aber auch da, und das finde ich viel wichtiger, um Bewusstsein und halt auch Selbstbewusstsein zum Beispiel ins Deployment zu bringen. Wenn wir immer überlegen, wenn ich in eine Business rein oder wenn ich in eine Firma reinkomme, frage ich mich immer, okay, warum haben die jetzt jemanden eingestellt? Warum suchen die jetzt einen Software-Tester? Weil meistens sind wir, und das müssen wir einfach mal Fakt sagen, wir sind nicht der dritte Hire oder der vierte Hire, wir sind so der 20. oder 25. Ich glaube, in meiner ganzen Karriere habe ich in einer einzigen Firma war ich die dritte Angestellte und das war richtig cool. Das war auch ein kleines Startup, aber da war es so zum Beispiel die beiden Gründer, die waren halt auch aus dem technischen Bereich, die haben schon jahrelang im technischen Bereich und die haben halt eine große Summe damals an Investitionen bekommen und die wussten, okay, wenn wir von Anfang an Qualität in unser Business einbauen, dann sind wir halt auch gut gesichert und die gibt's immer noch und die sind halt richtig gut. Aber meistens ist es halt so, wir kommen in Firmen rein, wenn, und das ist halt auch der Fakt, wenn irgendwas schiefgegangen ist.
sei es, dass es halt einen riesengroßen Fehler gab und dadurch halt Kunden weggefallen sind oder Gewinn weggefallen sind. Jetzt schaut man sich an CrowdStrike, was ja letztes Jahr passiert ist. Hey, das ist ja einfach mal, die ganze Welt ist einfach stehen geblieben. Die haben auch mega, und das war super spannend, mega drüber nachgedacht, okay, was können wir jetzt verändern? Hey, und das ist halt so, intern mal überlegen, okay, wie kann man QAs eigentlich richtig nutzen? Jetzt wünsche ich nicht jeder Firma, dass sie durch eine Billion Schaden gehen, aber wir müssen halt überlegen als Software-Tester, wie können wir dieses Bewusstsein entweder in Interviews schon mit reinbringen, wie können wir halt auch aufpassen, halt bei Stellenanzeigen. Ich finde es halt immer ganz schwierig und dann bin mir sicher, du hast das auch schon mal gesehen. Ich glaube, die meisten Stellenanzeigen sind quasi eine Konstruktion von Buzzwords. Ich glaube, was habe ich letztes Mal gesehen? Ich glaube, Playwright, habe Erfahrung in Playwright über 10 Jahren. Denkst du mir, das gibt's doch noch gar nicht so lange. Oder dann irgendwie Playwright, Cypress und dann noch Jenkins und dann denke ich mir, wen willst du denn hier einstellen? Also soll ich jetzt für dich Teststrategien bauen oder soll ich jetzt, und dann verstehe ich, okay, Automation Engineer, okay, ich soll für dich einen Test-Automatisierung schreiben, aber wenn ich jetzt alle Test-Frameworks kenne, dann, das ist halt auch immer so, hey, die sind halt nur, das ist halt auch ein bisschen auf der Seite der Firmen. Und für mich ist halt wichtig, und das spreche ich auch mit ganz vielen auch immer, dass wir als Software-Tester sind eine besondere Art im Development, glaube ich auch. Und sollten das auch wirklich auch wahrnehmen und auch ausdrücken, weil ich persönlich finde, Software-Test ist der beste Job in der Welt. Und hätte ich jetzt nicht meine eigene Firma, wo ich quasi trotzdem das auch noch mache, aber ich bin halt im CTPO-Bereich, also ich mache das Technische und das Produkt, aber ich teste ja trotzdem auch noch meine eigenen Produkte. Ich finde, es ist der beste Job in der Welt, weil es einfach so viel Bandbreite hat, von dass man Hardware zu Software testen kann, zu auch verschiedenste Industrien testen kann. Man ist so nah beim Kunden, man ist aber auch so nah bei der Entwicklung. Und ich finde, das ist eine der spannendsten Bereiche, die man haben kann, weil man halt auch, es gibt ja, zumindest bin ich der Meinung, nicht den klassischen Weg ins Software-Testen. Also wenn man mich anguckt, ich habe mal Fachinformatikerin für Systemintegration gelernt. Also ich habe eine klassische deutsche Ausbildung gemacht im Innenministerium hier in Berlin. Und mich hat es dann im letzten Jahr der Ausbildung zum Sondersoftware und Hardware geschickt. Wenn man sich vorstellt, im Ministerium ist das sehr spannend, weil da sind da so Maschinen so für mehrere Millionen, die halt Sondersoftware und Hardware sind. Sehr spannend, das zu testen. Aber mir hat das super viel Spaß gemacht und ich fand das viel spannender, als so einen Server zu machen. Und mir ist halt wichtig, dass halt, es ist halt, wenn man sowas macht, hey, wenn man auf Jobsuche ist, ist es schon schwierig. Hey? Es ist schon so, okay, entweder man hat selber entschieden zu gehen, was ich auch immer, das ist also für jeden, das ist eine schwierige Entscheidung, aber es ist, finde ich, auch wichtig. Also ich habe auch einige Firmen verlassen, weil es einfach, man hat mich einfach nur als so, ja, hier, der Fehlertester oder ich schmeiß halt da 50, 60 Stunden rein und so, ja, naja, aber funktioniert trotzdem. Also diese Wertschätzung, der Respekt fehlt halt auch ganz oft in der Qualitätssicherung, was ich ganz, ganz schade finde. Es gibt aber auch Gott sei Dank ganz viele Firmen, die das nicht haben, also die es schon haben, die uns Respekt geben, das ist ganz wichtig. Und dann ist aber auch wie gesagt, Firmen entlassen halt auch die Leute. Dann hat man erstmal so ein Selbstbewusstseinsproblem. Okay, was mache ich jetzt? Okay, jetzt bin ich entlassen worden. Dann gibt es ja dieses schönes Open to Work bei LinkedIn. Ja, haben gerade viele an. Ist auch schon mal schwierig. Ja. Hey, ja, haben viele an. Finde ich ganz schwierig. Also ich habe mir ein paar Studien durchgelesen, dass wenn das halt zu lang da ist, dann sendet das halt auch teilweise nicht die richtigen Signale. Hey, das ist halt auch Open to Work. Man kann das auch intern setzen ohne dieses Ding. Wie heißt das? Dieser Rahmen, oder glaube ich? Edge, dieser Rahmen da, ja. Ja, genau. Und das ist halt, das ist so ein zweiseitiges Schwert. Ne? Dieser Rahmen ist ein zweiseitiges Schwert, aber wie gehe ich damit um? Und ich bin halt der Meinung, und das ist halt auch aus Erfahrung, ich war jetzt, das klingt immer so gemein, aber in den letzten, würde ich jetzt sagen, 8 Jahren war ich nicht länger als bewusst arbeitslos für 1 bis 2 Monate. Also es war halt einfach so, entweder habe ich mich, und da gab es halt auch, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich auch in der Politik gearbeitet habe oder wo ich auch die Welt verändern wollte, das waren andere Phasen, aber wenn es halt wirklich darum ging, okay, ich will jetzt arbeiten wieder im Software-Testing-Bereich, hat das nicht länger als 1, 2 Monate gedauert. Jetzt werden die Leute sagen, jetzt zuhören, naja, Christine, du bist ja auch auf Veranstaltungen, auf Konferenzen, schreibst hier. Naja, das mache ich aber erst seit ein paar Jahren. Also wirklich angefangen mit Konferenzen, also Online-Konferenzen kamen so in 2020, 2021, wo ja alle online waren. Da waren das aber auch nur 1 oder 2. Jetzt richtig auf Konferenzen, so wie ich es jetzt dieses Jahr und letztes Jahr mache, ist erst seit letztem Jahr. LinkedIn schreiben,
Also man muss, ich bin mal jetzt ganz ehrlich, wie meine Statistiken angefangen sind. Ich habe letztes Jahr im September mit 1.500 Followern angefangen und bin jetzt bei über 7.000. Also ich habe das jetzt erst in den letzten 3/4 Jahr wirklich so angefangen und habe aber trotzdem vorher, als ich das nicht hatte, habe ich trotzdem meine Jobs bekommen. Und finde ich halt wichtig, das so ein bisschen zu teilen, was man da machen kann. Wenn ich jetzt einen Job suche, aber, und das finde ich viel wichtiger, wenn halt der Interview ist, ich finde halt, im Interview haben wir als Software-Tester sehr, sehr viel Power, weil wir können halt, und das finde ich, weiß nicht immer jeder, wir können halt viel mit Emotionen arbeiten. Und wenn du auf Emotionen mit Leuten sprichst, ist die ganze Verhandlungsbasis eine völlig andere. Und da will ich halt auch so ein bisschen reingehen, was kann man da machen und wie kann man das machen. Aber wir sollten vielleicht erstmal anfangen, wie kannst du Jobsuchen machen? Vielleicht weiß ich nicht genau. Das hat ja ganz viel auch mit meinem Selbstverständnis als Tester zu tun und auch, wie ich natürlich nach außen wirke. Ne? Also, und ich finde, das ist so wichtig, weil du es auch gesagt hast, bei diesen Stellenausschreibungen, ich habe ja oft früher so Freelancer-Portale mir durchgesehen und da waren immer wieder so Anfragen für einen Testmanager, ne? Der dann quasi Management macht und dann Testfälle schreibt und dann noch Business Requirements erhebt und dann die Automatisierung noch machen soll und dann noch am besten die 13 Zertifizierungen haben soll. Und man dachte, was erwarten die eigentlich von dieser Rolle? Das passt vorne und hinten. Also merkt man, die haben selber ja gar keine wirkliche Ahnung, was die da eigentlich haben wollen oder was sie auch brauchen. Und das muss man denen ja wahrscheinlich auch irgendwo mitgeben, dann auch in dem Gespräch, dass man da auch drauf passt und dass man eben da einen gewissen Impact auch hat. Ja. Das muss man. Es ist viel mit Bildung quasi, mit denen eigentlich auch also es ist ich würde jetzt sagen, die letzten 3 Rollen, die ich hatte hauptsächlich, und da bin ich auch immer ehrlich, in Startups, also meistens Startups, die gerade Funding bekommen haben, so die zwischen 50 und 80 Leuten waren. Da ist dann auch immer noch, dass du meistens auch ein Gespräch mit dem CEO hast. Und das ist schon faszinierend, was so ein CEO manchmal denkt, was so QA machen soll oder was das bedeutet. Aber wenn man halt da zum Beispiel auch, also eine der klassischen Fragen, die ich immer frage, ist, was hält dich wach in der Nacht? Wenn du jetzt nachts im Bett liegst, auf dem Kissen, was hält dich wach? Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, heute Nacht, weil es unterschiedliche Zeitzonen sind, machen wir ein Deployment, hält dich das wach? Fühlst du da ist da so ein bisschen Stress mit drin? Und was wir halt dann arbeiten können als Software-Tester, und genau dieses selbstverständlich, ich sehe mich persönlich nicht als Fehlerfinder. Gott, überhaupt nicht. Ich sehe mich persönlich als Qualitätscoach. Das ist ja, ich bin der Meinung, Qualität, und ich glaube, wir haben darüber auch gesprochen, Qualität ist immer eine Teamverantwortung. Wenn das gesamte Team, wenn die gesamte Firma das als Verantwortung füreinander sieht, dann sind die Gespräche anders, dann wird auch anders entwickelt, dann wird anders die Jira-Tickets geschrieben. Das ist halt ein völlig anderes Verständnis. Und wenn man dann so eine Frage stellt, und dann sitzt dann so ein CTO oder so ein CEO vor einem, der halt die Businesses, die hatten meistens im Millionenbereich gerade Investment bekommen, dann schauen die halt einen an und sagen, wenn ich dann weiß, weil vielleicht die sitzen, weiß ich was, irgendwie in der asiatischen Zeitzone und das Deployment ist vielleicht in der amerikanischen Zeitzone, dann schlafen die halt, wenn das passiert, und denken so, nee, meistens in den Nächten schlafe ich nicht, dann sitze ich am Computer und schaue das halt nach. Na, das ist ja jetzt nicht so gut. Als CEO sollte man ja auch seinen Schlaf bekommen. Und da muss man halt reingehen. Weil ich der Meinung bin, wenn wir uns als Qualitätscoach auch wirklich sehen, können wir das halt auch rüberbringen. Weil am Ende, warum wollen wir, dass Qualität eine Teamverantwortung ist? Damit wir ein Selbstbewusstsein haben, wenn wir auf diesen Knopf drücken können. Damit wir wissen, was auch immer wir produzieren, ist ein hochqualitatives Produkt, das unsere Kunden mögen. Also ich persönlich mag das schon. Alle Produkte, die ich nutze, möchte ich gerne, dass die hohe Qualität haben. Und das ist so ein Eigendrive schon, dass ich das machen möchte. Und wenn man auf diesen Emotionen halt auch, und das sind nicht nur die einen, es sind auch andere, es sind auch die Fragen meistens, okay, wenn ich jetzt auch mit einem, wie heißen die immer, PA, also Personaler halt auch spreche, das ist ja meistens dieses Vorgespräch, die erste Frage. Oder so. Ja, diese also die Headhunter finde ich ganz schlimm, die sehen dich ja immer nur so als Stück Fleisch, wie man dich am besten quasi anwerben kann. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen, das mache ich nicht mehr. Ich habe nur eine sehr gute Erfahrung, das war in Deutschland, das muss ich immer noch sagen, das war Diana Günther. Wenn sie zuhört, muss ich sie auch ausrufen, weil sie war meine einzige Headhunterin, die ich jemals hatte in meinem Leben. Also ich habe zwar andere in anderen Ländern gehabt, aber mit denen bin ich niemals weiterbekommen, weil die wirklich, das werde ich nicht vergessen, die hat sich mit mir auf einen Kaffee getroffen, um mich kennenzulernen. Hat gesagt, okay, was willst du machen? Das war ja damals 2000, oh Gott,
11 oder 12, nein, muss 11 gewesen sein, weil die hat mir meinen ersten Job in einem Startup gegeben, wo ich dann auch zur Testautomatisierung, weil die hat sich mit mir unterhalten, hat gesagt, okay, was willst du denn machen? Ich so, ich will Qualität reinbringen, will ein cooles Team. Und Gott sei Dank, die hat mir ein sehr gutes Erfahrung mit Headhunter gegeben, aber dann andere waren nicht so gut. Aber es hat halt auch gezeigt, dieses persönliche Miteinander, hey, das ist halt auch ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt überlegen, zum Beispiel in diesen Jobsuchen, ja, und es ist ja jetzt auch so, ich als Geschäftsführerin, also ich bin ja die Gründerin im Bereich der Technischen, ich suche ja auch nach technischem Personal. Also was mache ich? Ich stelle auch ein LinkedIn-Jobsuch in. LinkedIn, also auch für jeden, der das noch nie gemacht hat, also LinkedIn auf der anderen Seite, wenn man jemanden sucht über LinkedIn, ist auch, das war ja irgendwann mal der Sinn von LinkedIn, dass man Leute, glaube ich, das Ziel von LinkedIn war es, dass Leute einfacher Jobs kriegen. Ich glaube, das war das Ursinn mal vor ganz langer Zeit. Das ist nicht mehr so. Jetzt ist eher so, wie viel man Content und Werbeanzeigen, glaube ich, verkaufen kann. Aber auf der anderen Seite, das ist auch schon teilweise schwierig. Wie schreibt man sowas? Dann denke ich mir, dann habe ich das richtig geschrieben. Und dann zum Beispiel, wie was wir gerade durchmachen, ist, dass wir Massen an KI-generierten Bewerbungen bekommen. Aber nicht nur generierten, sondern auch angeschriebenen. Also es ist wirklich so, dass 50% der Bewerbungen, die wir bekommen, wenn ich dann Rückfragen zu den Leuten stelle, sagen so, ja, nee, das wollte ich mich gar nicht bewerben oder irgendwas, weil wir haben halt auch weil wir halt auch ein Startup sind und du hast halt, da fehlen halt ein paar Felder, sagen wir es mal einfach mal so, um das so ein bisschen besser und die KI macht halt so Massenbewerbung. Und dann auf meiner Seite denke ich, also wir hören jetzt gerade auf, also wirklich also Jobanzeigen zu stellen, weil es einfach, ich brauche so viel Zeit, um da durchzugehen. Das heißt, was machen wir? Wir arbeiten auf Empfehlungen. Wir haben ja ein riesengroßes Netzwerk, also wir selber sind ja jetzt auch 8 Leute schon und dann wir haben eine größere Testergruppe, was 50 Leute sind und wir gehen jetzt darüber, dass die Leute, die uns schon kennen, dass die uns quasi Leute empfehlen. Und das ist, ja, weil Empfehlungen ist halt, also wir haben noch kein Referral-Programm, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel andere Firmen anguckt, also auch, ich glaube, die ganzen großen Firmen, aber auch mittelständische Firmen haben ja auch so, wenn du jetzt als Mitarbeiter jemanden empfehlst, kriegst du ja auch meistens eine Prämie. Hey? Das ist also schon einerseits du kannst dir was nebenbei verdienen, wenn du halt jemanden bewirbst, aber auch, es ist ja auch schön, jemanden in der Firma zu haben, den man auch schon kennt, mit dem man schon zusammengearbeitet hat. Deswegen sage ich immer, vernetzen ist wichtig und noch viel wichtiger als Software-Tester, vernetzt euch mit euren Entwicklern. Weil der Entwickler, mit dem ihr jetzt zum Beispiel vielleicht zusammenarbeitet, kann vielleicht in der Zukunft mal ein Entwickler einer anderen Firma sein und bringt euch dann hinein, weil am Ende, und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, und das musste ich auch lernen, das musste ich wirklich lernen, weil, und das, glaube ich, hätte ich auch ein bisschen vorher schon gelernt, weil, wenn ich jetzt mir angucke, Deutschland zumindest, Ausbildungen sind hier sehr anerkannt. Bin ich immer noch der festen von Überzeugung und ist auch sehr gut und bin ich auch froh. Außerhalb, nicht überall auf der ganzen Welt sind Vocational Trainings, das heißt aber, als Ausbildung gucken die manchmal so, hast du keinen Bachelor, hast du keinen Master? Also habe ich ja generell schon immer, wenn man diese Algorithmen, Lebensläufe, Dinge sieht, ist auch schon ein bisschen schwierig. Deswegen, da gibt es auch einen Trick. Also für alle Leute, die über diesen Algorithmus gehen wollen, aber das habe ich aufgehört, schon seit vielen Jahren mache ich nicht mehr, aber wenn du immer noch darum gehst, du kannst das Wort Bachelor und Master in dein CV reinschreiben, mach es in weiß und dann der Algorithmus kannst trotzdem lesen, mal als Trick, weil das musste ich auch mal machen, weil ich wollte gerne, das war eher so, weil ich nicht im Software-Testen-Bereich, ich wollte halt gerne im öffentlichen Dienst arbeiten, oder halt im NGO-Bereich und da sind halt diese Pre-Scans sind halt auch wirklich gemein, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ja, es sind halt immer so, und Empfehlungen persönlich, also ich hatte einen Entwickler, mit dem ich habe mit dem zusammengearbeitet jetzt vor 3 Jahren und davor hatte ich mit dem zusammengearbeitet vor 5 Jahren. Also vor 5 Jahren habe ich mit dem mal zusammengearbeitet, gar nicht lang. Ich habe mit dem für vielleicht 2 Monate zusammengearbeitet, dann hatte ich nämlich die Firma gewechselt, aber der kannte meinen Code. Weil auch als dein Qualitätscode, der überlebt also jede Testautomatisierung überlebt viel länger oder jeder Testcase, jede Teststrategie, jeder Testplan. Ja, das wissen manchmal Leute gar nicht, hey, weil man sich überlegt, wenn jetzt so Entwickler Sachen schreiben, das wird schon mal schneller refactored. Aber wenn man jetzt so Testpläne, Teststrategien, Testcases oder Testautomatisierung, das bleibt ganz schön lange in der Firma. Also das ist halt, ich habe manchmal, bin in Firmen reingekommen, habe mir so diese Strategien reingeguckt, und gesagt, ich habe viel in Startups gearbeitet, aber ich habe auch in mittelständigen Firmen gearbeitet. Da sind dann manchmal die Sachen schon ein paar Jahre alt. Also du weißt nie, wo das dann mal landet. Ja, genau. Also das ist auch so.
Dieser Test, ich bin auch mal wieder zurückgekommen zu einem Kunden und dann ein paar Jahre später und da gab es noch immer meine Excel-Listen von früher und so. Das ist schon spannend. Und ich glaube auch, was du sagst, also dieses Empfehlungsnetzwerk, das ist auch, wenn ich auf meine Historie schaue, ich habe vielleicht 1, 2 Jobs bekommen über einen Headhunter oder über irgendwo, wo mich wer Unbekannter angeschrieben hat, aber das meiste sind irgendwie Bekannte, mit denen man irgendwo mal gearbeitet hat, die einfach wissen, was man kann und die dann einen weiterempfehlen. Ich würde gerne noch mal einmal in das Thema auch in dieses Interview reinkommen, weil das fand ich total spannend, dass dieses Fragen stellen und Emotionen entwickeln, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen draufschauen, was kann ich denn als Tester, wenn ich jetzt im Interview bin, wie kann ich denn gut andocken? Was hast du da noch so ein paar Tipps oder ein paar Best Practices, damit wir das auch ein bisschen leben können? Ja, also ist ja immer so die Frage, es gibt ja immer verschiedene Stadien. Also es gibt ja dieses technische Interview. Also es gibt manche haben ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, 7, 8 Stadien, wo ich immer denke, meine Güte, also irgendwann ist ja auch ein bisschen zu viel. Ich habe mich noch nie bei diesen Fang beworben, also hier bei, wie die alle ganz heißen, die ganzen großen habe ich noch nie gemacht. Ich habe gehört, da sind verschiedenste lange Stadien, das habe ich nicht gemacht. Ich bin eher, wie gesagt, Startups und Mittel. Ich habe auch bei öffentliche Dienste habe ich auch gemacht, da läuft es dann ganz anders. Aber meistens hast du ja so ein technisches Interview, so ein Team-Interview und dann hast du halt auch so ein CEO-Interview. Und ich bin halt auch gerade der Meinung, so zum Beispiel bei dem technischen Interview ist halt auch wichtig, dass du quasi, weil die Fragen natürlich dann viel technisch ist. Jetzt will ich aber auch jedem sagen, also auch ganz wichtig, das ist mir ganz wichtig, weil ich ganz viele Menschen treffe, die sagen, ja, ich mache manuelles Testen, Teststrategien schon seit Jahren und bin da auch gut. Und jetzt sehe ich halt, so viele müssen mal programmieren. Nee, musste nicht. Also ich mag Programmieren, aber zum Beispiel, ich bin ganz schlecht in Teststrategien schreiben. Also ich kann es, aber die sind jetzt nicht die besten. Ja? Wenn es um Riskanalysen geht und sowas, ich habe das Konzept, aber ich habe nicht so viel Erfahrung, bin ich auch ganz ehrlich. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die da halt so viel Erfahrung haben, ich finde, das ist so wertvoll, weil wenn es jetzt in dem Technischen geht, musst du halt genau das nehmen. Wenn die irgendwelche technischen Fragen haben, versuch es dahin hinzugehen, was ist die Strategie dahinter? Warum, also zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, wir haben halt ganz, ganz viele Fehler, also Bugs quasi. Ich weiß mal gar nicht, was ist der beste Übersetzungsbegriff für Bugs? Ich glaube, das ist im Deutschen auch okay, oder? Das ist einfach Bugs. Also auf jeden Fall. Ja, und dann ist halt die Frage, okay, wenn die jetzt zum Beispiel, also immer wichtig zwischen den Zeilen hören, immer ganz wichtig, also auch da und das ist auch ganz spannend, in Interviews versuch auch die andere Seite zum Sprechen zu bringen. Bereite Fragen vor, auch ganz wichtig, weil das zeigt auch dem Interviewer, weil das bin ich ja auch schon gewesen, dass du halt auch Interesse hast. Und wenn die dann irgendwie so sagen, wir haben halt ganz viele Bugs, dann überleg doch mal, vielleicht haben die auch nicht so viel Zeit, dann müssten wir vielleicht mal eine Riskanalyse, also eine Risikenanalyse machen und überlegen, okay, wie können wir vielleicht Tests bei Risiken priorisieren, dass wir halt, wie gesagt, keine Ahnung, wenn wir 100 Tests haben, wir können aber nur 10 machen, dann nehmen wir halt nur die 10, die risikobehaftet sind. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Das hat nichts mit Technischen zu tun, ist aber in einem technischen Interview auch wichtig, weil es quasi um die Strategie geht, wie können wir diese Fehler verhindern? Wie können wir das einfach verhindern, dass Dinge schiefgehen, auch im technischen Bereich? Und dann ist ja auch wichtig, du musst halt auch Beispiele bringen. Also das ist auch immer, weil wir haben ja am Anfang gelernt, die Firmen wissen ja teilweise gar nicht, die hören dann, okay, risikobasiertes Testen, was bedeutet denn das? Und dann musst du halt auch sagen, okay, wie hast du zum Beispiel, also immer wichtig, zu jedem Interview bring Beispiele, was du vorher gemacht hast. Wenn du jetzt nicht so viel Erfahrung hast, schau auch nach, mach Recherche, gerade auch ganz wichtig, weil ich zum Beispiel auch in ganz vielen Industrien gearbeitet habe, mit denen ich noch niemals vorher gearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel für einen Cryptocurrency Wallet gearbeitet. Ich habe noch niemals in Krypto vorher gearbeitet, war ich ganz ehrlich. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Und da habe ich zum Beispiel, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich mit JetGPT und Claude, glaube ich, auch ein bisschen vorher eine Analyse gemacht. Okay, was sind denn so die typischen Risiken, wenn man mit Cryptocurrency arbeitet? Zum Beispiel, Überweisungen, halt alles auf der Blockchain, können halt auch Schwierigkeiten geben. Also habe ich mir genau das genommen und habe quasi genau das in dem Technischen habe ich beschrieben, okay, ich kann mir vorstellen, ihr habt ganz schön viele Tests, die ihr auch manuell machen könnt, weil zum Beispiel auf der Blockchain kannst du das nicht automatisiert machen. Wenn man da jetzt mal also zwischen 1 Bitcoin und 0,0001 Bitcoin, da sind halt 60.000 oder halt mal 100. Ja, das ist schon so ein Unterschied. Und da bin ich halt auch dann da reingegangen. Ich habe halt das Beispiel zu der Industrie gebracht. Und das war dann schon so, wir sind halt weggegangen von dem, okay, alle Automatisierungsframeworks unter der Sonne quasi durchgehen. Nee, sondern okay, im Technischen bin ich hingegangen, okay, was sind diese
Schmerzpunkte. Das war halt ganz klar, bei denen hatten ganz vieles Manuelles, ganz viele Fehler. Okay, wie können wir dazu bringen, dass wir quasi wie kann ich Mehrwert bringen auf Strategieebene? Okay, wir haben uns überlegt, wie können wir Risikoanalysen machen? Hab dann quasi auch das mitgebracht. Auch ganz wichtig in den Interviews immer, weil das habe ich auch, ich erlebe das ja immer mehr, weil wir arbeiten auch mit vielen Studenten, also auch mit Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben, ist, wenn Leute auf einmal aufhören zu sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz schwierig. Versuch, und das ist ganz komisch, gerade auch jetzt so mit dem, weil ja auch ganz, ganz viel Remote ist. Das heißt, dieses, was früher mal da war, diese zwischenmenschliche Beziehungen fehlen ja auch ein bisschen, weil wir jetzt meistens mit einem Monitor reden. Da ganz wichtig, laut, also quasi aussprechen, was man denkt. Weil das hilft wirklich, da muss ich immer sagen, das hilft mir auch, weil wenn ich jetzt jemanden habe von mir, die sagen dann auch, ja, eine Sekunde, ich muss mal drüber nachdenken. Das ist auch okay, das zeigt mir auch, dass man nicht so, aber wenn man dann drüber nachdenkt, wirklich versucht, laut drüber nachzudenken, weil das hilft das hilft mir auf der anderen Seite, aber das habe ich auch, wie gesagt, ich rede ja recht viel, also ist ja auch immer ganz wichtig, aber das hilft auch den anderen, das zu verstehen, okay, gehst du jetzt schon in die richtige Richtung? Und wenn du nicht in die richtige Richtung gehst, warum gehst du denn vielleicht? Also da ist auch viel, am Ende ist es ja so, du hast, weiß ich nicht was, 25 Minuten oder 30 Minuten, ich hatte teilweise manchmal auch eine Stunde, wenn der andere halt auch, also gerade im technischen Interview nicht, aber wenn es dann zum CEO geht, wenn man den dann auch quasi auf Emotionen und auch ein bisschen also quasi auch ein bisschen beibringt, was das bedeutet, sind die sehr interessiert und dann können die auch mal ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. Nutze das, sehr, sehr wichtig. Wenn es dann aber zum Beispiel darin geht, wie können wir quasi in dem Teaminterview ist ja auch meistens, du lernst dann, also in meinen Teaminterviews war es meistens 1 oder 2 Entwickler oder manchmal auch ein Designer oder irgendwas. Und da ist ja ganz wichtig, wenn wir darum vom Software-Tester sprechen, wie gesagt, viele haben schlechte Erfahrungen mit Software-Testen oder vielleicht gar keine Software-Testen, denken nur an Bug-Hunting. Du musst drüber legen, wie kannst du Vertrauen aufbauen? Weil, und ich glaube, das weißt du auch, ist ganz, ganz wichtig, wir reden ja nicht nur über Qualität als Teamverantwortung, nee, es geht ja auch Vertrauen in das, was nicht nur ich als Software-Tester mache, aber wie kann ich auch vertrauen in das, was die machen, dass das auch, weil wir werden ja auch und das ist ja ganz schlimm, hey, es gibt ja noch dieses ganz, ganz alte Stereotypen, sagen wir es mal so, und ich bin diesen Stereotypen auch begegnet, dass die finden ja nur meine Fehler und die mag ich nicht. Ja, das ist ein ganz, ganz klassisch. Hast du bestimmt auch gemacht, also oder? es gibt immer noch Unternehmen, die so ticken, ne? Ja, und das ist ganz, ganz schwierig, hey, das ist ganz. Und du sitzt dann da in so einem Teaminterview, vielleicht auch mit Leuten, die dann gar keinen Bock auf dich haben. Ja? Die sitzen dann da und denken so, ich will nicht schon wieder einen Tester. Und der letzte Tester, der ist dann zum Entwickler geworden. Das sind ja die schwierigsten Fälle. Hey? Wenn Leute mir dann erzählen, wir hatten einen Tester, das war aber dann 50 Entwicklungen und 50 Testen. Sag ich mal, was ist passiert? Der hat dann 100% entwickelt. Aha, ja, dann sage ich immer, das habe ich mir schon gedacht. Wieso denn? Weil Software-Testen und Entwicklung, das ist schon ein Unterschied. Und dann sagen, aber du machst doch Automatisierung. Sag ich, aber ich bin trotzdem kein Entwickler. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich gemacht habe. Natürlich kann ich eine Entwicklung machen. Natürlich kann mache ich ja jetzt auch, React Frontend programmiert und Backend und alles sowas. Natürlich kann ich das alles machen. Aber ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, weil ich das hier machen möchte. Hey? Also, weil ich quasi das Software-Testen mache. Ich muss mal dran denken, wir sind ja im Podcast. Ihr seht meine Hände nicht. Also, ich habe quasi rechts und links gezeigt. Und das Video gibt es auf YouTube. Das Video gibt es auf YouTube. Da sieht man meine Hände, aber viele, glaube ich, auch hören das gerade im Auto, sind hoffentlich super so, ja, genau, das habe ich auch schon gehört. Und ja, wir werden immer diese Stereotypen. Das ist manchmal so, also die Stereotypen haben mich früher auch sofort auf diese Barriere geschenkt. So, jetzt muss ich dir aber beweisen, das stimmt nicht. Das hilft aber nicht. Ja, das hilft nicht. Das bringt auch nichts. Du musst quasi wirklich darum arbeiten, okay, wie kann ich Brücken bauen zwischen der Entwicklung und mir? Die besten Teams, in denen ich gearbeitet habe, wie gesagt, ist ja nicht nur Qualität als Teamverantwortung, sondern ich habe Brücken aufgebaut. Die Entwickler sind zu mir gekommen und haben gesagt so, hey, hier, ich habe was entwickelt, aber mir ist aufgefallen, dass das, glaube ich, gar nicht für dich nachher testbar ist. Wie können wir das denn anpassen? Ich so, wow, ja, genau, wie kann ich denn das nachher testen, dass ich weiß, wie das funktioniert? Und dann haben die mir da kleine Hacks gebaut, aber auch immer wichtig aufpassen, dass das natürlich nicht nach draußen rauskommt und dann quasi, das sollte ja auch nicht für Hacker offen sein. Also da auch wenn die Vertrauen zu dir haben, dass die zu dir kommen können, weil, und das musste ich auch feststellen, das ist immer so spannend jetzt zu erzählen. Also ich entwickle ja mein eigenes Produkt, das heißt, ich bin jetzt zu der Entwicklerseite gewechselt und also in unserem Team haben wir auch 3 QAs. Das sind unsere Ehrenamtlichen, die uns auch helfen. Dann haben wir ja die größere. Ich erlebe jetzt auch gerade wieder aber auf der anderen Seite zu sein, wenn dein eigener Code von Software-Testern getestet wird. Das ist schon, also obwohl ich so lange in der Industrie schon arbeite und weiß,
dass sie das nicht boswillig machen. Ne? Auf keinen Fall, die wollen ja auch, dass dieses Feedback-Kultur ist ja auch ganz wichtig. Die wollen ja auch, die sind interessiert, die wollen dir was weitergeben, aber es ist manchmal schon, wenn ich mir denke, ich habe hier so was Tolles programmiert und dann kommt, habe ich jetzt nicht verstanden, funktioniert nicht. Und gerade auch bei uns, wir sind ja wirklich sehr frühzeitiges Startup, da sind auch, ich versuche meine Test-Cases zu bauen, aber das ist ja auch, wir sind halt sehr, sehr viel flexibel, aber das zeigt mir halt auch wieder, das ist sogar mit mir, hey, und ich bin auf der anderen Seite gewesen, Software-Testen, immer noch, selbst da habe ich manchmal so, da fehlt dann doch das, und ich habe super viel Vertrauen, aber da war halt dann die Brücke nicht da, weil ich habe halt so viel, und da habe ich dann auch gelernt, okay, ich muss wieder Anforderungen schreiben, das ist halt auch, ich muss mich halt da auch daran halten, das, wo wir uns am Anfang darauf geeinigt haben, dass ich das auch baue und dass die das auch testen. Und das war halt, wir haben dann Prozessfehler entdeckt, das halt, deswegen ist bei mir Frustration entstanden. Und genau diese Dinge müssen halt auch in dem Teaminterview rübergebracht werden. Okay, wie können wir Brücken aufbauen? Was sind ganz wichtig? Was sind irgendwelche Stereotypen? Und das finde ich immer ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch im deutschen Sinn manchmal ein bisschen schwierig, wirklich auch da so reingehen in die Wunde. Ja, und ganz bewusst, und das ist ganz wichtig, wir können selbstbewusst in diesen Interviews sein. Ja, das ist manchmal, wir müssen uns ein bisschen was von Amerikanern auch ein bisschen angucken, die sind immer hier. Und ich weiß, das ist ganz schwierig für Leute und auch gerade Interviews, auch gerade und ich verstehe das vollkommen, ich bin im inneren Herzen auch introvertiert, ich habe auch kein Problem, mal für Tage lang mit niemandem zu sprechen und einfach nur mein Ding zu machen. Aber ich habe halt auch gelernt, Kommunikation ist sehr wichtig. Ich habe in jedem Team gelernt und ich habe in vielen Remote-Teams, ich arbeite remote seit 2016, bevor Covid angefangen hat. Ich habe gelernt, dass Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch ganz wichtig für diese Interviewteile. Nicht nur laut denken, aber auch kommunizieren in einer Art und Weise. Auch ein ganz toller Tipp. Spiegel, genau. Spiegel die Sprache deines Gegenübers. Auch ganz, ganz, ganz spannend, ganz, ganz wichtig, weil das kann auch super helfen, wenn du das spiegelst, weil dann fühlen die sich halt auch verstanden. Hey, am Ende, sei es jetzt im Interview oder sei es dann, wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, es ist am Ende, Menschen sprechen mit Menschen. Hey, natürlich reden wir über Code, reden wir über Teststrategien, aber am Ende sind wir alle ein Team, wo ja auch, da muss Vertrauen aufgebaut werden, da muss Selbstbewusstsein aufgebaut werden und da muss halt auch ein Teamgefühl aufgebaut werden. Es ist halt immer so. Und ich glaube, da Kommunikation, ein Lächeln auch mal, das ist auch ganz wichtig und halt auch ein Selbstbewusstsein und auch wirklich, und ich habe ja Testen in Deutschland angefangen, hey, das ist ja, ich habe ja hier angefangen, ich habe in Berlin angefangen, ich habe jahrelang hier gearbeitet, ich habe jahrelang im Süden gearbeitet auch, da auch, sehr lustig, wenn man auch mal in Deutschland, die Lokation wechselt, Kulturen sind sehr anders und ich glaube jeder, unterschiedlich, ja. Ja, ich kann mir bestimmt erzählen, also ich vermute mal, was ist denn dein Stereotyp, wenn es um die Berliner Kultur geht? Was kommt da in so vielleicht ein bisschen. Also generell ist ja dort in meiner Welt so IT und Software jetzt nicht so präsent und auch eher so im Startup-Umfeld, wo man Testen nicht macht. Ne? So, also man muss es aber. Würde ich schon mal genau. Ja, es ist halt Berliner Kultur, was ich auch lustigerweise nicht nur innerhalb von Berlin, auch außerhalb von Berlin habe. Ich bin halt sehr direkt. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Das ist auch was mit Kommunikation zu tun hat. Das ist auch natürlich, weil ich wahrscheinlich auch dann auch direkt auch auf Bühnen stehen kann und hier aber es ist halt auch, was ich auch lernen musste. Das ist halt auch, und das finde ich auch okay, das ist halt ein Team, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Leute, die vielleicht auch ihre Orte wechseln, die vielleicht nach Deutschland zum ersten Mal kommen. Hey, das ist auch immer ganz wichtig, aber auch Leute, die in Deutschland schon lange leben, die halt auch Firmen wechseln wollen. Hey, wenn Leute für eine lange Zeit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre für so ein Großunternehmen gearbeitet, dann wechseln die in so ein mittelständiges oder vielleicht ein Startup. Die Kommunikation ist völlig anders, die Arbeitsweise ist völlig anders. Da immer ganz wichtig, willst du das? Ganz, ganz wichtig. Hey, ist das, wo du dich drauf einlassen kannst? Also ich bin von der kompletten anderen Seite gestartet, vom öffentlichen Dienst, dann zum Startup, dann zum mittelständigen Unternehmen, dann nochmal mittelständig, dann ganz kleines Startup, dann Consultant Agency. Also ich bin irgendwie alles durcheinander, aber weil ich das auch spannend fand. Und da ist halt immer so dieses, am Ende, ganz wichtig, Kommunikation. Okay? Wie kommuniziere ich? Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückdrehen, weil jetzt sind wir ja schon in den Interviews, wir sind in den Emotionen, da auch ganz wichtig, das letzte Interview mit dem Geschäftsführer, wenn wir da sprechen über Spiegeln der Sprache, das ist ganz wichtig, dass wir persönlich, und das fällt mir auch immer ganz schwierig, nicht so technisch. Ja, viele Geschäftsführer sind jetzt nicht die technisch Versierten, wenn ich dann irgendwie über
ich weiß gar nicht, ich hab mich mit einem wirklich mal über Selektoren unterhalten, weil es darum ging, dass das halt immer ganz viel wechselt, weil der hat das aber auch schon gehört, der hat das von sich angesprochen. Hey? Ansonsten hätte ich das niemals angesprochen. Weil am Ende ist ganz wichtig, dass in dem Bereich sprechen wir eher über Kundenvertrauen. Hey? Wie können wir es auf, also wir hatten ja am Anfang gesagt, Emotionen, ganz wichtig, was bringt Selbstbewusstsein für die Person selber. Hey? Wenn der Geschäftsführer sich nicht, wenn der in der Nacht wach liegt, weil er nicht weiß, ob sein Deployment durchgeht, nicht gut. Aber auch dann, für den ist ganz wichtig, dass die Firma Gewinne macht. Also, wie können wir eine Firma Gewinn machen? Wenn halt unsere Kunden glücklich sind. Und wenn, was habe ich als gutes Beispiel, wo Kunden gerade nicht glücklich sind? Sonos. Die haben Testen übersprungen, sind ganz schnell an den Markt gegangen und absolut, da gab es nicht die Gespräche. Hätten wir vielleicht mal darüber nachdenken können, was für so einen Kunden wichtig ist. Das machen wir zum Beispiel auch als Software-Tester. Hey, wir sind ja so nah beim Kunden normalerweise. Wir versuchen ja auch, wir nehmen ja verschiedene Personas an, um halt auch zu überlegen, okay, wie kreativ können unsere Nutzer sein? Hey, es ist ja auch Kreativität, das liebe ich ja auch. Aber auch B, was ist denen wichtig? Hey, was sind deren Werte? Und das ist ganz wichtig, wenn man das quasi in dieses CEO-Gespräch mit reinbringt. Okay, was sind eure Kunden? Was ist euren Kunden wichtig? Also bei der Cryptocurrency war zum Beispiel ganz klar, okay, Sicherheit. Sicherheit ist überall wichtig. Es ist ja dieses, warum gehe ich auf eine Blockchain? Warum gehe ich? Weil ich Banken nicht mehr, also das soll ich jetzt nicht so sagen, natürlich vertrauen die bestimmt auch Banken, aber weißt du, die gehen schon in einen anderen Weg, weil die halt andere Dinge nicht mehr so vertrauen, weil die halt Alternativen auch, das sind halt auch Leute, die so ein bisschen Sachen ausprobieren wollen. Also für was müssen wir sicherstellen? Sicherheit, aber auch Zugang, hey, wenn es darum geht, wie accessible sind die Sachen, wie kann man die, gerade wenn, wir reden ja wirklich, ist es 1.0 oder ist es 0.001 oder 00001? Hey? Also wenn 1 60.000 wert ist, dann muss man da schon viele Nullen hineinbringen. Kann das Input-Field das machen? Hey, ist das überhaupt, und dann auch, ist das sichtbar? Oder da auch also wer im Kryptobereich mal gearbeitet kennt, das sind auch diese Adressen. Es gibt ja jedes Geldbörse hat eine eindeutige Adresse, wie so eine MAC-Adresse. Die ist auch ganz schön lang. Und da habe ich auch mal einen Fehler gemacht. War eine völlig falsche drin. Gott sei Dank war das, ich glaube, das war eine Testadresse und ich glaube Testnet und das, Gott sei Dank, ich habe es nicht überwiesen. Das war das Gute. Da kann das Geld schnell weg sein. Ja, und das ist ja, und genau das ist es, wenn man dann im CEO, weil der oder diejenige ist ja auch, da geht es ganz viel um Geld. Geld, Gewinn und nicht technisch. Und das funktioniert ganz gut. Und wenn wir jetzt quasi zurückdrehen, so das sind die 3 Stadien auf Interview. Auch da ganz wichtig, das muss ich auch immer sagen, wenn es dann nachher um Verhandlungen geht, hey, die Verhandlungen fangen schon an beim ersten Hallo. Wenn du die ersten Gespräche hast mit dem also nicht dem Headhunter, sondern dem Personalleiter oder wie auch immer das dort gehandhabt wird, da wird ja manchmal schon über so Gehälter gesprochen, was ich immer ganz schwierig finde. Versuch dich nicht zu, Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Enkern, also quasi, dass du auf eine Nummer festgelegt, wenn die wirklich eine Nummer haben wollen, überleg dir vorher eine Nummer und mach ein bisschen mehr drauf. Ganz wichtig, weil wenn du viel zu niedrig anfängst, die werden es immer versuchen zu drücken, weil die wollen ja am Ende auch das Gefühl haben, sich so ein bisschen so einen Gewinn zu machen. Und da finde ich aber auch ganz wichtig, deswegen finde ich Empfehlungen ganz wichtig. Also ich bin da auch ganz offen, sah da ganz offen, also meine letzten beiden Stellen, weil da weiß ich es, bei denen davor weiß ich es nämlich nicht mehr. Die Positionen waren sehr günstig ausgeschrieben. Also das waren, ich glaube, also diese Jobbeschreibungen zeigen ja auch manchmal, ich glaube, es war 40 zu 60k. Denke ich mir so, 40, 60k, du willst aber hier Senior mit 10 Jahren Erfahrung und Dinge. Also so günstig bin ich jetzt, natürlich kommt es auch darauf an, wo man lebt. Hey? Also in Deutschland sind es andere Lebenserhaltungskosten als irgendwo. Ich habe ja in Asien eine Weile gelebt, da kann ich mit 500 € wie ein König leben. Ja, ist halt einfach so. Das kriege ich hier in Berlin nicht hin. Da kriege ich vielleicht ein WG-Zimmer. Vielleicht. Mal schauen. Und da ist halt auch ganz wichtig, macht euch bewusst, was ihr wert seid. Ja, das ist also die werden immer versuchen und macht's höher, damit ihr halt auch den so ein bisschen, ist immer wichtig, so ein bisschen den auch so einen Gewinn zu geben. Ganz, ganz wichtig. Und dann auch, seid euch bewusst, dass die ganze Zeit, wie ihr euch halt auch kommuniziert mit den Leuten, das ist halt auch das, wie ihr zeigt, wie ihr auch in Zukunft kommunizieren sollt. Also nicht nur, dass es darum geht, ob die euch überhaupt einstellen wollen, sondern auch welches Potenzial die in euch sehen quasi. Und das reguliert das Gehalt später auch. Und ganz wichtig, schaut, was die Entwickler verdienen, weil, und das ist nämlich auch der Fakt, am Ende stellen die 10 Entwickler ein und einen QA, aber weißt du, die 10 Entwickler können ganz viel produzieren, aber wenn du bist ja derjenige, der,
ich würde mir wünschen, eine Welt, wo wir alle wissen, dass Qualität eine Teambewusstsein ist. Aber ist es nicht? In der Status musst du auch manchmal sagen, naja, ich bin jetzt, wie zum Beispiel, wenn wir 10 Entwickler haben und nur einen Head of Development, hey, nur einen Engineering Leader und 10 Entwickler, jetzt bist du nur ein Tester. Na, solltest du schon so ein bisschen ähnlich wie die Entwickler auch verdienen. Ich sage, natürlich gibt es dann auch Senior und weiß ich nicht und hier die Alpha-Entwickler und alles sowas. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, also von den Positionen, die zwischen 40 und 60, ich gehe dort, also ich bin in beiden Positionen mit über 100.000 rausgegangen. Weil ich aber auch, also die waren auch am Anfang so, meinen so, naja, das ist schon ein bisschen viel, sag ich. Ja, aber ich kann euch das schon zeigen. Also das hat die Personalerin wirklich gesagt, naja, so viel hatten wir eigentlich nicht angesetzt, sage ich. Naja, aber wir können ja trotzdem durch die Interviews mal gehen, dann kann ich auch zeigen, bin dann auch ganz ehrlich gewesen, ich bin der Meinung, ihr sucht was mehr, was ihr da eigentlich schreibt. Und das, was ich euch bringen kann, ist auch mehr, was ihr dort schreibt. Und das ist wirklich wichtig für jeden. Und ich weiß es halt auch, gerade jetzt werden viele, viele Leute auch entlassen, die halt wirklich viel Erfahrung haben, die seit 10, 15 Jahren dabei sind. Hey, das ist so viel Erfahrung. Und dann ist halt auch so schwierig, wie können wir die Erfahrung jetzt in dem Vorfeld, bevor wir ein Interview haben, überhaupt zeigen. Und deswegen, das ist schon schwierig, da gibt es auch ganz viele. Aber wenn wir in Interview sind, ey, lasst es raus, wirklich. Zeigt und wirklich, das ist ja manchmal auch so das Problem, also wenn wir schon sagen, die Firmen wissen nicht, was sie wollen, dann wissen sie auch nicht, was sie fragen sollen. Ja, das ist auch ganz klar. Die kommen dann mit Fragen, die sie sich vielleicht auch mit JetGPT oder weiß ich nicht was ausgedacht haben. Deswegen, wenn dann schon bei der zweiten Frage irgendwie so das komische Gefühl kommt, na, entweder A, suchen die nach der eierlegenden Wollmilchsau oder B, die wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Da ist auch wichtig, wirklich nehmt das Gespräch in die Hand. Wirklich leitet das auch in die Richtung. Sei es jetzt mit Beispielen, sei es mit Gegenfragen. Also erwartet auch nicht bis zum Ende, und wie sind denn Ihre Fragen bitte? Nein, Fragen dürfen die ganze Zeit. Es ist am Ende, diese Interviews sind Ja, nicht. es ist ja auch ein viel, viel lockereres Gespräch dann. Ne? Also man geht ja dann auch viel mehr in den Austausch und auch diese Klarheit zu schaffen beim Gegenüber, was der eigentlich braucht. Und das ist ja für viele dann auch so ein Klärungsprozess eigentlich auch erst, ne? Wo die erst merken, okay, was wollen wir eigentlich dir oder was ist das Potenzial? Und dann kann ich natürlich auch dementsprechend noch diese ganze Stellenbeschreibung, mit der ich angetreten bin, ja noch einmal verändern oder anpassen. Ne? Genau, und das ist nur weil du jetzt also in das Interview hineingekommen bist für diese Stelle, heißt es nicht, dass es sich das nicht entwickeln kann über die Zeit. Hey, ich habe verschiedene Leute auch kennengelernt, die gesagt haben, naja, ich habe mich darauf beworben, weil die Firma einfach auch gut klang. Oder ich habe vielleicht eine Empfehlung bekommen von einem Freund, aber ich habe die Stellenanzeigen, hat nicht ganz gefasst, ich habe mich trotzdem mit denen unterhalten. Und dann am Ende kam was anderes raus, weil, wie wir gesagt haben, die wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen gar nicht, was Möglichkeiten sind. Hey, wir haben auch viele Leute, die, wenn es zum Beispiel, jetzt schauen wir uns an, der European Accessibility Act ist rausgekommen, ja? Der ist jetzt aktiv, das heißt, jede digitale Oberfläche oder jede digitale Service muss accessible sein für verschiedene, also für jeden, sei es für den Keyboard-Reader, für den, Screen-Reader, also für Leute, die nicht gut hören können, für Leute, die nicht sehen können, muss alles zugänglich sein. Das wird jetzt sehr spannend, weil, wenn ich mir ganz viele Produkte angucke, haben sie das nicht. Das heißt, Leute, also viele Firmen werden jetzt so, oh mein Gott, wie sollen wir das machen, wie sollen wir hier, und die wissen gar nicht, was das bedeutet, weil die das vielleicht noch nie in der Firma hatten. Das heißt, die schreiben dann aus, wir brauchen Software-Tester, weil sie mal gehört haben, okay, das brauchen die. Aber dann da versteckt vielleicht Accessibility oder irgendwas. Wenn aber du jetzt der Experte dafür bist, ist dann auch wichtig, dass du im Interview, nimm das wirklich in die Hand, was das bedeutet. Hey, was bedeutet das? Hilft denen auch und das ist manchmal schwierig. Ganz wichtig, wenn ich das so sage, das heißt auch ein gewisses Zeitinvestition. Das heißt, meine Interviews, also wenn du jetzt drei Interviews hast, halbe Stunde oder Stunde, dann ich bereite mich auch jedes Mal darauf vor. Das ist schon so eine Zeitinvestition für 6, 8 Stunden ist das schon. Wenn ich mich bewerbe, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bewerbe mich nicht, ich nenne das immer Spray and Pray, das mache ich nicht. Also ich bewerbe mich nicht auf 1000 Stellen. Ich bin da ganz, ganz ehrlich, das mache ich nicht. Sondern ich mache wirklich auch, also entweder A, gehe ich über Empfehlungen, also ich habe wie gesagt, ich habe auch bei LinkedIn schon genutzt, habe ich bin auf Suche, ich habe ein neues Projekt oder ähnliches, habe ich auch schon gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht den Rahmen eingestellt, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe dieses Post gemacht, was ich eigentlich auch okay finde. Und da sind zum Beispiel ein paar Leute auf mich zugekommen und meinten so, ja, hier, nein, das werde ich nicht vergessen, hat er gesagt, so, ja, in meiner Firma, genau das, wir hatten gerade jemanden eingestellt, der 50% QE und 50%, ja, hat nicht funktioniert. Wir haben ja mal vorher zusammen gearbeitet, willst du es mal anschauen? Dann habe ich mir die Stellenanzeigung angeguckt, dachte so, naja, die wissen genau das, die wissen nicht, was sie wollen, also habe ich das trotzdem angenommen. Das heißt aber,
ich habe den vorher gefragt, hey, wie ist die Firma? Fühlst du dich darin wohl? Macht das Spaß? Er so, ja, ist total cool, neues Team. Ich so, okay. Also ich mache wirklich auch immer Due Diligence, also ich wirklich schaue auch, ich bewerbe mich bei Firmen, wo ich auch der Meinung bin, entweder A, hat die Potenzial, B, ich kann was dazulernen, vielleicht arbeitet da auch jemand, den ich interessant finde. Also ich habe auch mit grandiosen Leuten schon zusammengearbeitet. Also den hast du ja auch schon bei dir gehabt, Daniel Knott. Mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet, bin ich super. Durch den habe ich so viel mobiles Testen kennengelernt, weil ich das früher nie gemacht habe. Ja, Und das wer ist nicht? halt, Also, ja, und du genau, noch wer direkt. nicht, wenn es um mobiles Testen geht in Deutschland, Daniel Knott ist, und wir sind immer noch grob in Verbindung und das ist halt auch, da bin ich immer sehr froh drüber. Und es ist halt auch, das Spray and Pray, ich verstehe das. Gerade wenn es dann so, wir sind im 3. Monat, wenn wir arbeitslos sind und so, das Geld wird knapp, ich verstehe das. Aber ich kann, und das weiß ich von ganz, ganz vielen, wenn man sich jetzt ich bin ja auf einigen Ministry of Testing Veranstaltungen auch, da erzählen die Leute, na ja, ich habe 1000 Bewerbungen geschrieben, 3 Interviews sind durchgekommen. Das ist halt, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, das Massen anschreiben, weil, und da gehe ich wieder zurück zur anderen Seite, ich kriege ja auch die Massen. Ne? Und das ist halt, wenn ich das schon sehe, das ist nur so eine Massenabfertigung, warum soll ich dir denn da überhaupt die Chance geben, mich mit mir zu unterhalten? Hey, das ist ja auch so die Frage. Ich finde auch, das ist das, was du jetzt auch über die ganzen Interviews gesagt hast. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was das vielleicht auch nochmal so einfasst. Schon vom Anschreiben, von den ersten Interviews, ne, immer diesen Mehrwert zu schaffen, eigentlich schon, damit die zum einen sehen, was du kannst, aber damit die auch was davon haben. Und sei es Klarheit über das oder sei es ein mehr Risikoverständnis oder sei es mehr eine Auseinandersetzung mit deren Bedürfnissen, das immer mitzubringen. Ne? Und ich meine, das ist natürlich for free. Ne? Das gibt man mal rein, das ganze Wissen und das Know-how, was man hat. Aber so lernen die einen dann auch kennen. Und das funktioniert halt über die Fragen und diesen Dialog. Also das finde ich, wenn das so mitschwingt, dann muss man sich halt auch konzentrieren. Ne? Dann kann man jetzt nicht, das kann man nicht mal mit KI oder sonst irgendwas dann streuen. Ja, ja, super, Christine, das ist richtig mega. Vielen, vielen Dank für diese, warte mal, ich würde sagen, das waren jetzt ungefähr 4.322 Tipps, die du uns jetzt rausgehauen hast in den letzten 45 Minuten. Es ist gewaltig. Wenn ich dich jetzt nicht stoppen würde, würden wir wahrscheinlich die nächste Stunde losreden. Ja, aber wir könnten da noch ein paar Stunden drüber wir werden das auch fortführen. Wir werden das auch fortführen. Wir werden andere Folgen noch machen dazu. Wir machen ja auch für den englischen Podcast noch eine Aufnahme. Und da gehen wir natürlich rein, weil das ist, finde ich, echt auch wertvoll, gerade jetzt, wo die Marktlage dynamisch ist, sag's mal so, und viele nicht wissen, wie es weitergeht, da mal zu schauen, okay, wie kann ich mich denn besser aufstellen, wie kann ich mich besser positionieren, was kann ich geben, damit ich auch meinen Traumjob bekomme oder sowas. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Ja, danke schön für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, jeder, der zuhört, das Wichtigste, sei selbstbewusst. Das, was du getan hast, ist sehr, sehr wichtig. Du bringst Qualität in jedem täglichen Leben her. Wenn du das Bewusste, Leute können Produkte benutzen und können das ohne Fehler und können das machen. Und das ist auch ganz wichtig, ist accessible zu jedem auf der Welt. Hey, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die Schwierigkeiten haben beim Sehen oder Hören. So ein Alltag kann das Leben von Leuten verändern. Und wir sind dafür da, dass sowas passiert. Sei stolz drauf, ein Software-Tester zu sein. Und deswegen werden wir auch die Welt positiv verändern zusammen. Sehr schön. Das ist ein toller Abschluss. Danke dir schön. Hab eine gute Zeit. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.